liebe Freunde vom Modellpilot EU, jetzt stehen wir hier vor einer Innovation im Bereich der Servos. Richtig. Und ja, erzählen Sie mal ein bisschen mehr dazu. Ja, wir haben hier mit nach Nürnberg eine Revolution im Servobereich gebracht, die neue Hightech D-Serie Servos. Motoren, Getriebe sind alle gleich geblieben, Gehäuse, wie wir sie kennen. Die Elektronik wurde komplett von den Kollegen von Hightech überarbeitet und ermöglicht eine ungeahnte Stellgenauigkeit. Das Ganze wird erreicht durch einen 32-Bit-Prozessor mit einer 12-Bit-Auflösung am Servo selber. Das heißt, der Servoweg wird in 4000 Schritte unterteilt. Das Servo kann die Position perfekt genau anfangen durch die Rechengeschwindigkeit hinten dran. Und es fühlt sich letztendlich kräftiger an, was es natürlich von den technischen Daten her nicht ist. Aber wenn man das mal sieht, wie genau diese Servos stellen, sowas gab es bisher noch nicht. Okay. Drücken wir mal auf den Knopf Try It. Jawohl, da drücken wir mal drauf. Was wir hier sehen, ist jetzt links ein Servo von der Firma Hightech, wie es bis dato gab, das 7940. Rechts haben wir dann die neue Serie. Der Name hat sich auch geändert, da heißt es nicht mehr HS und eine vierstellige Zahl, sondern in dem Fall jetzt D940. Die erste Ziffer wurde durch das D ersetzt. Daran erkennt man die neuen Servos. Und man kann hier, ich hoffe, es geht auf dem Video relativ gut zu sehen, dass das rechte Servo die Position anfährt, nicht überschwingt und so die Position einfach viel genauer anführt. Es wird sich beim Fliegen oder beim Fahren, wo auch immer, einfach wesentlich präziser anfühlen. Das in Anführungszeichen Schwammige wird man dann hier erst im Nachhinein feststellen, wie viel besser das Ganze jetzt eben bei den Servos ist. Dann übernehmen Sie mal kurz das Mikro, ich kann das mal ein bisschen näher ran. So. Jawohl. Und wenn man es jetzt schneller stellt, dann müsste man die Fehler noch größer sehen. Wenn man jetzt hier auf ganz schnell stellt, dann kann man sehen, dass das linke Servo die Zielposition gar nicht mehr erreicht, was das rechte aber schafft, weil das linke so schnell diese Position gar nicht anfahren kann und regeln kann. Ja, also es ist absolut präzise. Absolut. Ja. Das ist ja nicht nur fürs Fliegen, sondern das ist für die Helikopterbereiche, für die Autos ja auch unheimlich wichtig. Für alle Anwendungen ist das perfekt geeignet, weil es bringt nur Vorteile. Die Servos sind voll programmierbar, das heißt, die Servos haben, was wunderbar ist, einen Soft Start Anlauf. Das heißt, die Servos fahren, wenn man sie mit Betriebsspannung versorgt, erstmal langsam in die Startposition. Dieses Reißen beim Modell, beim Hubschrauber, an der Taumelscheibe, wo auch immer, das ist damit komplett weg. Das Ganze ist also wesentlich schonender. Man kann einen Überlastschutz programmieren, man kann die Todzone, also den elektronischen Spiel, kann man letztendlich einstellen. Manchmal muss man das nämlich machen, bei seinen Anwendungen das ein bisschen zu erhöhen. Was fällt mir noch ein? Genau, Spiel, Überlastschutz haben wir auch. Das heißt, das Servo kann weich werden, bevor es letztendlich durchbrennt, wenn man es falsch konfiguriert, um damit im Endeffekt einen kompletten Ausfall einer Elektronik zu vermeiden, wird dieses Servo vorher eben letztendlich weich. Schützt das Modell oder schützt das Servo selber, beispielsweise vor Kurzschluss. Den Weg kann ich einstellen, ganz wichtig. Ich kann das Servo bis auf einen maximalen Weg von 180 Grad einstellen. Standardmäßig haben wir ja plus minus 60 Grad. Ich könnte jetzt also auch hier die Mitte verstellen, den Ausschlag in die eine Richtung erhöhen, in die andere. Ist beim Einziehfahrwerk, beispielsweise bei einer Bremsklappe oder ähnliches, unheimlich genial, weil man damit halt die Anwendung individualisieren kann und optimal anpassen. Ja, das ist schön, das ist sehr schön. Und das Anpassen geschieht dann hier mit den Geräten? Genau. Wir haben also zwei verschiedene Geräte, die das Programmieren möglich. Das ist das neue HFP30 und hier unten dran das DPC11. Das DPC11 ist ausschließlich für die Konfiguration am PC geeignet. Das heißt, es gibt von uns eine Software, eine kostenlose, die installiere ich, verbinde eine Batterie und das Servo und kann das dann am PC einstellen, kann man diese Daten dann auch abspeichern und auf viele, viele Servos übertragen, dass ich nicht jedes Mal das einzeln machen muss. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich hier oben das HFP30, das kann ich dann, wie von einem Servotester bekannt, hier nutzen und darüber hinaus die Servos einstellen. Wichtig ist mir zu sagen, beide Geräte funktionieren mit allen Servos, die Hightech im Sortiment haben. Das heißt, die Brushless-Servos, die wir haben, die 5000er Serie, die jetzt alte 7000er Serie, weil jetzt die D-Serie mit dazu kam. Das heißt, ein Gerät für alle Produkte. Super, Dankeschön. Ja, liebe Freunde, da haben wir wirklich mal was Neues. Mir gefällt es wirklich, dass die Ansteuerung sehr schnell und präzise ist. Wir haben eins vergessen. Was denn? Ja, die White Voltage. Das heißt, diese Servos sind nicht klassifiziert in Hochvolt oder in 4,8 bis 6 Volt. Diese Servos funktionieren von einem Spannungsbereich von 4,8 bis 8,4 Volt. Das heißt, man muss sich hier nicht einschränken und ist für die Anwendung offen. Das heißt, auch wenn man ein Modell Mischbetrieb hat, beispielsweise weil man noch 6 Volt Servos drin hat oder 4,8 Volt oder vom BEC 5 Volt kommt, kann man diese Servos hier nutzen und ist nicht eingeschränkt, die funktionieren.
komplett alles richtig. Toll. Freut mich. Schön. Also, liebe Freunde, dann war es das hier von Hightech heute? Jawohl. Okay. Modellfliegen ist Spitze! Dankeschön.